Nein, wir machen heute keinen Kochkurs, sondern wir erleben eine Geschichte mit 3 Akteuren. Ein Kochtopf, dein traumatisiertes inneres Kind, dein heutiges Ich. Die 3 Akteure erklären dir in einer Geschichte, wie das dazu kommen kann, dass in deinem Leben zu irgendeinem Zeitpunkt ein Zusammenbruch passiert. Ein Zusammenbruch, wo du das Gefühl hast, da geht nichts mehr weiter. Und in Kürze darauf erhältst du die Diagnose KPTBS. Ich bin Gabriela, Trauma- und Körperpsychotherapeutin, Expertin für Entwicklungstrauma und KPTBS, und ich freue mich jetzt richtig auf dich. Erst kürzlich, ist noch gar nicht so lange her, habe ich eine Frage von einem Zuschauer erhalten. Und zwar ging genau darum, wieso bricht eigentlich dieser KPTBS aus? Denn bei ihm war das eher vielmehr ein Zusammenbruch. Ja, das werden wir jetzt gleich ansehen. Stell dir vor, dieser Kochtopf repräsentiert deine Kindheit und Umfeld. Sozusagen hier die Seite von dem Topf sind die Grenzen, ja, von deinem sozialen Umfeld in der Kindheit. Und auch wie so ein Haus hat ja auch immer einen Deckel natürlich. Und hier da drin befindest du dich, und zwar mit deinen kindlichen Seiten. Also das sind für mich immer kein statisches, ja, inneres Kind, sondern kindliche Seiten von dir, die damals sehr viel auf alle Ebenen deines Nervensystems abgespeichert haben. Und dieser kleine, innere, traumatisierte Kind hat natürlich auch mit der Zeit immer mehr eine Persönlichkeit entwickelt, wo auch heute als dein heutiges Ich und erwachsene Seite repräsentiert. Und all das sind im Rahmen deines Umfeldes hier in der Kindheit mit dabei. Jetzt stell dir vor, dass jemand die Flamme unten anmacht. Und in diesem Topf ist natürlich nicht nur dich, findet man ja da drin, sondern es sind weitere Akteure deines Lebens und viele auf dich einprasselnde Reize, Einwirkungen, die meisten toxisch bzw. sehr schädlich und missbräuchlich. Und symbolisch kannst du es so betrachten, dass die Flamme, wenn man das voll aufdreht, ist am schlimmsten gewesen, wo du vielleicht stets Einsamkeit und Vernachlässigung ertragen musstest, oder du hast auch körperliche Gewalt erfahren, emotionale, verbale Gewalt erfahren oder auch sexualisierte Gewalt oder die Mischung dessen ist ja eigentlich bei KPTBS das Übliche. Und klar, dass diese Flamme mal immer wieder vielleicht ein bisschen nach unten reguliert war und dann hattest du ein bisschen Schnaufpause. Aber es war nie ausgegangen, zum einen. Zum zweiten, es gab immer wieder aufflammende und sehr, sehr heiße, ja, wortwörtlich heiße Phasen deiner Kindheit, wo diese auf dich einprasselnde, traumatisierende Erfahrung nonstop da war, intensiv war. Und weil eben deine Kindheit, wie hier die Seite von diesem Topf, Einschränkungen und Grenzen hatten, kam es nie zum Entkommen. Du konntest nicht flüchten, sondern warst du dazu gezwungen, in diesem Kochtopf unter dieser Flamme zu leben und irgendwie auszuharren bzw. zu überleben. Was ist passiert? In diesem Umfeld lebst du. Und in diesem Umfeld gibt es natürlich nicht nur Grenzen, sondern wenn du diese Grenzen versucht hast, irgendwie auszudehnen, damit du dein Leid mindern kannst, gab es immer eins, man sagt auch, auf den Deckel. Beziehungsweise diesen Deckel
haben höchstwahrscheinlich deine Bezugspersonen immer geschlossen gehalten, denn normalerweise was passiert? Ich drehe hier die Flamme auf, stell dir vor, ein Kochtopf ist auf dem Herd, voll mit Wasser, das Wasser fängt an zu kochen. Wenn das kein so Kochtopf ist, was man eben abschließen kann, unsere Omas haben auf jeden Fall noch solche Kochtöpfe gehabt, dass der Deckel, sobald das Wasser zum Kochtemperatur, so Richtung 100 Grad, dann eben schon heiß war, Deckel sich angefangen hat zu bewegen. Nicht wahr? Diese Kraft und Energie, was durch das Erhitzen des Wassers entsteht, zu entladen, damit der Kochtopf natürlich nicht explodiert. Wie ist das geschehen in deiner Kindheit? Du hast versucht, deine Grenzen auszudehnen. Höchstwahrscheinlich dann nicht das erste, dann spätestens das zweite Mal. Hattest du etwas an Strafe bekommen, beziehungsweise wurden diese Grenzen ganz klar, ganz dick unterzeichnet und für dich klar gemacht, dass du diese bitte nicht überschreitest, ansonsten hat es negative Folgen. Das bedeutet, der Deckel wurde immer zugehalten. Stell dir vor, das ist ja nicht nur dein Umfeld, also wo du ja dann dort aufgewachsen bist, war ja eingeschränkt, sondern weil du auf diese einwirkende, negative und missbräuchliche Reaktionen nie eine Reaktion, also aus deinem Nervensystem heraus regulieren, durften ja nie sein. Du durftest nicht wütend sein, du durftest nicht enttäuscht sein, du durftest nie selbst sein, denn dann war ja immer die Bindung in Gefahr. Das heißt, das wurde immer zugehalten. Das heißt, dass dein Nervensystem, welche natürlich Entladungen, sich zu regulieren braucht, auch eingesperrt war, auch eingeschränkt war und auch nie sein durfte und immer diesen Deckel auf dem Kopf hatte, beziehungsweise wie so ein Zwangsjacke deine ganze Kindheit über du das anhattest. Was passierte später, wo du aus diesem Systemfeld weg warst? Wenn du bis zu deinem 18. Lebensjahr in so ein Umfeld so aufwächst und ganz natürlich, dass deine innere kindliche Seiten sehr schnell gelernt haben, sich zurückzuziehen, die Persönlichkeiten, oder innerhalb deiner Persönlichkeit, die Erwachsenenseiten, auch gelernt haben, die Überlebensstrategien wunderbar zu meistern, damit du überlebst. Das heißt, dass sobald das Umfeld weg war, ja, du bist plötzlich erwachsen, du gehst zum Beispiel zu studieren oder du machst eine Ausbildung und du bist unterwegs in deinem Leben mit diesen zurückgezogenen, nach innen gekehrten, eingeschüchterten kindlichen Seiten und mit deiner Persönlichkeit, welche immer noch nach diesen Überlebensstrategien lebt. Das heißt, dass obwohl das Umfeld weg war, das ist ja nicht mehr vorhanden, dass du immer noch genauso weitergelebt hast wie als Kind. Dementsprechend du ganz viele negative und mit der Zeit, denn der Zweck von damals zu überleben ist ja nicht mehr vorhanden. Diese Überlebensstrategien mit all den negativen Folgen, die heute deine Symptome sind, mitgenommen und in dein Erwachsenenleben mit etabliert und integriert hast. Was passiert, wenn du nur mehr weiterhin deine eigentliche, authentische kindliche Seiten und dein Wesen, vor allem dein Wesen, dein ursprüngliches Wesen, nicht lebst, dafür aber ein falsches Leben und eine Persönlichkeit, welche nicht dein Wesen und nicht deiner Authentizität entspricht, lebst. Weißt du das? Soll ich dir ein paar Sekunden lang Überlegungszeit hier lassen? Vielleicht merkst du bereits oder hast du bereits auch
erfasst und bemerkt, was passiert war. Du hast ganz viele selbstschädliche Verhaltensweisen fortgeführt. Du bist höchstwahrscheinlich, weil du gewohnt warst, in so einem toxischen Umfeld zu leben, ähnlich toxische Umfelder in deiner Nähe angezogen. Vielleicht merkst du, dass dein Lebenspartner, Lebenspartnerin viele Ähnlichkeiten mit deinen ehemaligen Bezugspersonen haben. Oder auch dein Arbeitsumfeld ist sehr toxisch für dich. Aber vor allem merkst du, dass dadurch, dass dein erwachsener Ich nicht authentisch lebt. Und das, was eigentlich du brauchst und deine Bedürfnisse sind und diese erfüllt werden sollten, gar nicht auslebst, du nicht nur ein unechtes Leben lebst, sondern ein unglückliches. Und warum diese KPTBS dann irgendwann ausbricht? Was denkst du? Wenn dein Nervensystem etwas im Kindheitsalter angeeignet hat und auch durch dein Verhalten, durch deine ganz viele negative, toxische Überzeugungen, du ein Leben meisterst bis heute, beziehungsweise versuchst zu meistern, passiert nichts anderes, als dass deine erwachsene Seite, dein Nervensystem und deine eigentlichen Bedürfnisse bis heute unterdrückt und die meiste Energie und Kraft dafür aufwendet, jemand anders zu sein und Dinge im Leben zu bewerkstelligen und aufrechtzuerhalten. Dazu gehört ja deine Maske nach außen. Dazu gehören gewisse innere Mauer und Blockaden nach außen. Dieses Aufrechterhalten von diesen Mauer und Masken nimmt dir und raubt dir so viel Energie, dass deine Belastungsgrenze sowohl körperlich als auch auf neurophysiologisch, also was dein Nervensystem betrifft, deine kognitive Fähigkeiten, Gedächtnis, Konzentration, Unterscheiden von Vergangenheit und Gegenwart, aber auch Emotionsregulation betrifft, du irgendwann ab einem bestimmten Zeitpunkt, Schlagwort, Zusammenbruch, ja, Burnout, Nervenzusammenbruch, Shutdown, plötzlich nicht mehr meistern kannst. Das heißt, wer dein eigentlicher Saboteur ist, das sind deine erwachsenen Seiten, wo deine Persönlichkeit aufgrund deiner Erfahrungen der Kindheit entstanden ist und du dort bis heute noch überwiegend viele negative Muster und Schlussfolgerungen, Reaktionen, Unterdrückungen, Leugnungen, Vermeidungen, erlebst, anstelle das, was hier im Kern und in deinem tiefsten Herzen lebt und ist, leben lassen würdest. Jetzt ist an der Zeit, dass du das leben lassen darfst. Da ist jetzt niemand mehr da, wie damals, nicht wahr? Du hast weder Wände und Grenzen, noch jemanden, der dir den Deckel drauf lässt, sondern du kannst jetzt das Leben angehen. Nochmal bildhaft für dich, was passierte genau bei diesem Shutdown oder Burnout oder Zusammenbruch? Obwohl dein erwachsenes Leben nicht mehr das war als damals, dein kindliches Leben, hast du weiterhin in diesem Kochtopf gelebt. Und durch deine eigene Überlebensstrategien war die Flamme immer noch an. Wenn ich etwas zulasse und nicht diese Überkraft, Überenergie, vorher vielleicht etwas, nicht wahr, nach außen schwinden lasse, beziehungsweise ich das überhaupt nicht zulasse, dass hier mal diese Energie auch aus dem Nervensystem, aus diesen schweren, schmerzhaften Emotionen nach außen können, dann
explodiert es, beziehungsweise gibt es einen absoluten Zusammenbruch, ja, wo das System alle Stecker zieht. Deshalb ist mein auch sprachliche Symbolik dazu, dass KPTWS ausbricht, denn das bricht immer im Sinne aus, wo plötzlich du das nicht mehr aufrechterhalten kannst, dir nicht mehr gelingt, so zu leben, wie du das in deiner Kindheit erlernt hast und bis heute noch unbewusst oft oder Großteil unbewusst fortsetzt und dein gesamter Organismus aufgibt. Ich hoffe sehr, dass dir diese Metapher und diese Erklärung noch ein Stück mehr für dich beleuchten konnte, noch ein Stück mehr zu einer Entscheidung dich bewegen kann, dass du das angehst, dass du deine Heilung als Prio 1 in deinem Leben setzt, weil jede einzelne Sekunde und Minute, was du ohne Heilung und dafür etwas zu tun, dass es dir wieder besser geht, vergeht, ist eine wirklich vergeudete Zeit deines ganz einzigartiges Lebens. Ich bin gespannt natürlich und freue mich sehr, wenn du kommentierst oder wenn du in der Umsetzung Unterstützung brauchst, dass du zu mir Kontakt aufnimmst. Und wie immer wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und alles Liebe. Erstmal, Gabriela.